notion of endopsychic perception is soon most prominently featured in Freud's discussions of delusions and delusional formations. We have a bit of that in the Psychopathology of Everyday Life when he, in parentheses, says, compares this projection to the processes underway in paranoia. When Freud enters a paranoid system, he encounters analogies internal to it that are doubly endopsychic. I quote again, "These and many other details of Schreber's delusional formation sound almost like endopsychic perceptions of the processes whose existence I have assumed in these pages as the basis of our explanation of paranoia." I quote, "The sense of destruction of the world, not uncommon in paranoia, governs the afflicted to such an extent that the existence of other human beings can be understood by him only as deception and simulation, and in order to come to terms with them, he refers to quickly made-up men, wonder dolls, miraculated people, etc." In the Schreber case, in the Ratman case, in writing on Gradiva, the delusions there, Freud will talk about an endopsychic perception always at that point when the delusion occupies the interchangeable positions of funereal monument on the one hand, or technological surveillance or what have you on the other. So it's always at that bordering of the funereal, the archaeological, and so on the technological, immediate technological, that he cites and locates an endopsychic perception, in other words, an inside view of the working of the psychic apparatus and of his own theorization of that functioning and dysfunction. The inside-out view of the inner workings of the psyche projected outwards as the delusional representation or mass mediatization of our funereal identifications was termed by Freud endopsychic perception. Clara hat mir einen sehr tiefsinnigen, philosophischen Brief geschrieben, worin sie ausführlich beweiset, dass Coppelius und Coppola nur in meinem Inneren existieren und Phantome meines Ichs sind. Sie beruft sich auf dich, Lothar. Ihr habt über mich gesprochen. Lasst das bleiben. Eins noch möchte ich dir berichten, mein Freund. Neulich steige ich die Treppe herauf und nehme wahr, dass die Gardine im Nebenhaus einen kleinen Spalt lässt. Ein hohes, sehr schlankes Frauenzimmer saß der Tür gegenüber, so dass ich ihr engelschönes Gesicht ganz erblickte. Sie schien mich nicht zu bemerken. Und überhaupt hatten ihre Augen etwas Starres, beinahe möchte ich sagen, keine Sehkraft. Mir wurde ganz unheimlich. Nachher erfuhr ich, dass die Gestalt, die ich gesehen, Professor Spallanzanis Tochter Olympia war. Bei ihm höre ich neuerdings Kollegin, die er sonderbarerweise einsperrt, sodass kein Mensch in ihre Nähe kommen darf. 1000 Grüße, etc., etc.
Tage später erfuhr der Scholar Nathanael, dass Professor Spallanzani seine Tochter Olympia bei einem Fest zum ersten Mal erscheinen lassen werde. Mit hochklopfendem Herzen nahm er die Einladung an. Die Gesellschaft war glänzend und zahlreich. Olympia erschien reich und geschmackvoll gekleidet. Man musste ihr schön geformtes Gesicht, ihren Wuchs bewundern. In Schritt und Stellung hatte sie etwas Steifes, das unangenehm auffiel. Man schrieb es dem Zwange der Gesellschaft zu. Nathanael war entzückt und vermochte nichts anderes zu sehen, außer der schönen Olympia. Da wurde er plötzlich gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herüberblickte. Vor Schmerz und Entzücken musste er laut aufschreien. Alle sahen sich um nach ihm. Manche lachten. Nathanael küsste Olympias Hand. Er küsste ihren Mund. Eiskalte Lippen begegneten seinen glühenden. Die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn. Aber fest hatte ihn Olympia an sich gedrückt und in dem Kuss schienen die Lippen zum Leben zu erwarmen. Liebst du mich? Liebst du mich? Flüsterte Nathanael. Olympia seufzte. Ach, ach. Mein holder Augenstern. Ach, ach, replizierte Olympia. Spallanzanis Fest war der Gegenstand des Gesprächs. Vorzüglich die todstarre, stumme Olympia. Wie ist es dir, gescheiten Kerl, möglich, dich in die Holzpuppe zu vergaffen? Fragte ein Freund Nathanael. Sie ist uns auf seltsame Weise starr und seelenlos erschienen. Fast unheimlich. Sie könnte für schön gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, so ohne Sehkraft wäre. Jede Bewegung schien durch ein aufgezogenes Räderwerk bedingt, wie das einer Maschine. Euch kalten, prosaischen Menschen mag Olympia unheimlich sein. Nur dem poetischen Gemüt entfaltet sich das gleich Organisierte. Sie spricht wenig, das ist wahr, aber diese wenigen Worte erscheinen als echte Hieroglyphe der inneren Welt voll Liebe und hoher Erkenntnis. Behüte dich Gott, erwiderte der Freund. Mir scheint, du bist auf bösem Wege. Nathanael hatte rein vergessen, dass es eine Clara in der Welt gebe, die er sonst geliebt. Alle waren aus seinem Gedächtnis entschwunden. Er lebte nur für Olympia. Brennendes Verlangen im Herzen beschloss er, endlich unumwunden auszusprechen, was längst Olympias holder Liebesblick ihm gesagt, dass sie sein eigen immer da sein wolle. Schon auf der Treppe in Spallanzanis Haus vernahm er ein seltsames Getöse.
und Stoßen, Schlagen, dazwischen Flüche und Verwünschungen. Nathanael wurde von namenloser Angst ergriffen. Er stürzte in das Studierzimmer des Professors. Der Professor hatte eine weibliche Figur bei den Schultern gepackt, der Italiener Coppola bei den Füßen, die zerrten und zogen sie hin und her, streitend in voller Wut um deren Besitz. Nathanael prallte zurück, als er die Figur für Olympia erkannte. Aber in dem Augenblick warf sich Coppola die Figur über die Schulter und rannte mit gellendem Gelächter die Treppe herab, sodass die hässlich herunterhängenden Füße der Figur auf den Stufen hölzern klapperten und dröhnten. Erstarrt stand Nathanael. Olympias toterbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen. Sie war eine leblose Puppe. Auf dem Boden liegend aber sah er, wie ein paar blutige Augen ihn anstarrten. Da packte ihn der Wahnsinn und fuhr in sein Inneres hinein, Sinn und Gedanken zerreißend. In grässlicher Raserei, tobend, wurde er nach dem Tollhause gebracht. Wochen danach erwachte Nathanael wie aus schwerem, fürchterlichem Traum. Er lag in seinem Zimmer in des Vaters Hause. Clara hatte sich über ihn gebeugt. Bei Gott, ich war auf schlimmem Wege. Aber zur rechten Zeit leitete mich ein Engel. Es war ja Clara. Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden. Das Glück war wieder im Hause eingekehrt. Einmal um die Mittagsstunde gingen Nathanael und Lothar durch die Straßen der Stadt. Der hohe Rathausturm warf seinen Riesenschatten über den Markt. Steigen wir doch einmal hinauf, meinte Clara. Gesagt, getan. Arm in Arm standen die beiden Liebenden oben auf der höchsten Galerie des Turmes und schauten hinein, die duftigen Waldungen. Nathanael griff nach der Seitentasche. Er fand das Perspektiv, dass er Coppola schließlich doch abgekauft hatte. Er blickte seitwärts. Clara stand vor dem Glase. Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern. Totenbleich starrte er Clara an. Dann brüllte er auf, wie ein gehetztes Tier, sprang hoch in die Luft und dazwischen gellend, schreiend und lachend schrie er: Lustig, lustig, Holzpüppchen, dreh dich, Holzpüppchen, dreh dich. Unten auf dem Markt liefen auf das Geschrei die Leute zusammen. Unter ihnen ragte riesengroß
Coppelius hervor. Und als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Holz und Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. I've written many different things about Freud's theorization of war neurosis, its connection to his development of mass psychology, and how that led to a certain appropriation of his thought by military psychologists. Like Kafka, like Nietzsche, he had a certain previsionary, he was also more in the middle of it, but he had a sense of what was going to come out of the crisis of World War I. War neurosis was sort of a small inside view of what he saw developing also on a mass scale. So I just would add that in addition to everything else we know about repetition compulsion, his breakthrough theorization of the repeating dreams that takes him to a beyond of the pleasure principle that will in turn open up a re-theorization of anxiety as defense, a very important move for the Frankfurt School and the rest of us, because it teaches us something about group psychology in terms of preparedness. In California, this is very evident because of earthquake preparedness, the way in which we are enjoined to live with catastrophe in that mode of preparation is everything that Freud is saying when he says anxiety is the defense that breaks down under too great a trauma or traumatic impact. It just seems to me that we've been living with World War II for a very long time. I have too. And it's only recently become clear to me that, under the current regime in particular, that there's a certain way in which we continue to insist upon winning always as victims. That isn't just commemoration, but really serves to keep National Socialism alive. It's a terrifying prospect, one that I don't really know how to intervene in, quite frankly. And also I've been trying to maintain California as a worthy thought experiment for 20 years now, and I'm getting tired. Especially after more recent years. I'll just give one example of what I'm trying to say, and what I'm trying to say is very hard to say because of the different identifications involved in all of this. But after 9/11, the star of Ally McBeal, Callista Flockhart, or whatever her name is, she was part of a bi-coastal, now I mean East Coast, West Coast, television special that was conducted to raise money for the victims of 9/11. And most were singers, the actors and actresses read something or other, and what she selected to read was an entry from the Diary of Anne Frank. And I just thought, is every American death going to be superimposable onto the victims of National Socialism? And what does that make of the enemy over and over again? Well, and again, it's a very much guiltified
relationship to success and an undercover, covert notion of success. Because as I said, in the United States, we always have to celebrate our successes in the position of victim. If you look at any American film that still participates in this propaganda move, Star Wars, you name it, there's always a small bunch of overpowered individuals facing a Death Star. And yet they triumph in the end, but they triumph as people who are constitutively losers. And that puts the notion of success into the position that can't be mitigated or at all enjoyed. So, as I've argued, National Socialism lives on in this dynamic as something that lost only because it didn't know when to stop winning. It didn't recognize a limit to success, which is it didn't lose in a weird way. It's a loss that keeps on winning.